Der Microsoft Flight Simulator 2024 erhält sein lang ersehntes Sim-Update 1. Dieser und weitere interessante Punkte wurden nun im aktuellen Entwickler-Update bekannt gegeben. Grund genug für mich, euch mit einem kompakten Informationsvideo auf den neuesten Stand zu bringen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Jetzt ist es also soweit. Mit einer längeren, aber wohl auch nötigen Verspätung landet Sim-Update 1 für den Microsoft Flight Simulator 2024 auf den Festplatten von Xbox und PC. In der Hoffnung, dass der Simulator nun so funktioniert, wie alle Beteiligten es sich zu Release vorgestellt hatten, installiert sich das knapp 9 GB große Update vollautomatisch. Die aktuelle Versionsnummer lautet dann 1.3.23.0. Die hier gezeigte Seite mit den Release Notes sowie alle weiteren relevanten Themen packe ich euch als Link unten in die Videobeschreibung. Der InSim-Marktplatz, der zeitgleich mit Sim-Update 1 geplant war, verzögert sich und erscheint in Kürze. Hier bedarf es noch weiterer Anpassungen, um sicherzustellen, dass er allen Erwartungen entspricht, heißt es. Darüber hinaus haben wir tonnenweise Verbesserungen, beispielsweise was Stabilität und Leistung angeht. Und das Ganze bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf PC, sondern auch auf Xbox. Viele allgemeine Fehlerbehebungen sowie Fehlerbehebungen zur Abwärtskompatibilität und dann selbstverständlich auch ganz individuell zu zahlreichen Fluggeräten. In diesem Zuge wird dann auch erwähnt, dass ab sofort die Cessna 185F Skywagon, entwickelt von Carenado, als Teil der Wiedergutmachung für den holprigen Start des Microsoft Flight Simulator 2024 bei allen Pilotinnen und Piloten kostenlos im Hangar steht. Die Famous Flyer 11 war ursprünglich als kostenpflichtiger Zusatzinhalt angedacht. Ihr könnt es hier rechts am Scrollbalken erkennen. Der Teil der Verbesserungen an Fluggeräten ist ein immens großer Anteil der Release Notes. Wie erwähnt, wer nachlesen möchte, ob eine bestimmte Maschine Teil davon ist, der Link dazu findet sich unten in der Videobeschreibung. Ein ebenfalls verbesserter Bereich sind die sogenannten Flugzeugkernsysteme. Darunter fällt zum Beispiel das Kraftstoffsystem oder aber auch die zahlreichen unterschiedlichen Navigationssysteme. Auch ein wichtiger Punkt: Fehler im EFB wurden behoben. Gerade zur Flugroutenplanung habe ich kürzlich ein Video hier auf meinem Kanal veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr jetzt hier rechts oben und unten in der Videobeschreibung. Aufgrund des zahlreichen Feedback aus der Community heraus, dass der Karrieremodus wohl noch viele Fehler hat, habe ich diesen sowie auch die Missionen bisher nicht angepackt. Mit den in Sim-Update 1 auch dazu zahlreich vorhandenen Verbesserungen wird es wohl auch jetzt hier Zeit durchzustarten. Außerdem wurden allgemein Airports verbessert, darunter auch Hubschrauberlandeplätze und Segelflugplätze. Bei letzteren wurde beispielsweise die Skylaunch-Winde als Standard-Startmethode hinzugefügt. Und danke Microsoft, im März 2025 funktioniert auf Xbox nun auch endlich die Maus. Ebenfalls die Steuerung betreffend. Es sind nun in den Steuerungsoptionen die Eingabe Kurvenachsen und deren Empfindlichkeit zu sehen und entsprechend einzustellen. Auch invertierte, also verdrehte Kameraeinstellungen oder Achsenzuordnungen auf einigen Peripheriegeräten wurden behoben. Ebenso das Problem mit umgekehrter linker-rechter Bremsachse, das eine 100%ige Bremsbetätigung auslöste. Wer also zu Hause mit seinen Eingabegeräten über individuelle, eigens angelegte Steuerungsprofile keine Lösungen fand, jetzt ist definitiv ein sehr guter Zeitpunkt, um erneut einen Versuch zu starten. Mit Sim-Update 1 wurde auch an die Entwickler gedacht. Zahlreiche Editoren und Begleitprogramme, die die Entwicklung von Zusatzinhalten ermöglichen, wurden verbessert. Sobald ihr das Update installiert habt, könnt ihr hier im Hauptmenü links unten die Versionshinweise einsehen. Auch die Release Notes werden hier entsprechend angezeigt. Wie erwähnt, empfehle ich euch hierzu jedoch den Link unter diesem Video, also in der Videobeschreibung. Dieser lässt sich zur Not über den Browser übersetzen. Im Normalfall habt ihr hier in den Benachrichtigungen auch den Hinweis, dass neue Inhalte verfügbar sind. Diese könnt ihr dann über den Punkt Meine Bibliothek einsehen und aufrufen und bei Bedarf auch entsprechend aktivieren. Die neue Cessna 185F Skywagon sollte bei jedem standardmäßig automatisch aktiviert sein. Sim-Update 1 war allerdings nicht die einzige neue Information, die das Entwickler-Update mit sich brachte.
Und so werden wir bereits am 11. März das kostenlose World Update Nummer 19 rund um Brasilien für den Microsoft Flight Simulator 2024 und nicht nur das, natürlich auch für den Microsoft Flight Simulator 2020 erhalten. Mit dabei sind dann insgesamt 7 handgefertigte, besonders detaillierte Airports, wie beispielsweise der in Rio, aber auch insgesamt 75 Points of Interest, die erkundet werden wollen. Die ursprünglich mit World Update 19 geplante nächste Local Legend, die Cap 4, wurde im aktuellsten Entwickler-Update jetzt zwar nicht nochmals explizit genannt, eigentlich ist aber davon auszugehen, dass diese ebenfalls mit World Update 19, also am 11. März, kommt. Und auch diese Maschine soll als Teil der Wiedergutmachung zum holprigen Start des Microsoft Flight Simulator 2024 für alle kostenlos kommen. Und worauf man auch etwas spekulieren kann, ist, dass Jörg Neumann in einem der Entwickler-Livestreams irgendwann einmal erwähnt hatte, dass es notwendig sei für World Update 19 Brasilien, dass der Marktplatz im Microsoft Flight Simulator 2024 vorhanden sei. Ob sich die Vorzeichen hierzu eventuell geändert haben könnten, darüber können wir aktuell nur spekulieren. Die Cessna 185F Skywagon haben wir schließlich auch ohne Marktplatz bekommen. Es kann aber durchaus so sein, dass uns am 11. März dann im Microsoft Flight Simulator 2024 auch der Marktplatz erwartet. Aber nochmal, diese beiden Punkte sind rein spekulativ. Im aktuellen Entwickler-Update wird weder ein Zeitpunkt zum Marktplatz genannt, noch wird die Cap 4 erwähnt. Ein weiterer Hinweis innerhalb des Entwickler-Updates von dieser Woche ist, dass der nächste Entwickler-Livestream am Freitag, den 14. März, stattfinden wird. Eine Uhrzeit ist hier noch ausstehend, diese wurde nicht genannt. Wenn sich an den Startzeiten vorheriger Entwickler-Livestreams orientiert wird, dann dürfte man in etwa von 19:30 Uhr deutscher Zeit ausgehen. Aber wie erwähnt, einzig als gesichert gilt der 14. März, die Uhrzeit blieb offen. Insofern der Entwickler-Livestream neue Informationen mit entsprechendem Gewicht mit sich bringt, erfahrt ihr diese selbstverständlich wie gewohnt hier auf meinem Kanal als kompaktes News-Video. Für all diejenigen, die in den offiziellen Foren des Microsoft Flight Simulator unterwegs sind, gab es innerhalb des Entwickler-Updates eine wichtige Information. Am 12. März finden ab 20:30 Uhr deutscher Zeit Wartungsarbeiten an den Foren statt und in der Folge sind diese vorübergehend nicht erreichbar. Hier noch eine kurze persönliche Einschätzung allgemein zu SimUpdate 1. Aufgrund meiner gesammelten Erfahrungen sowohl auf Xbox als auch am PC rund um SimUpdate 1 bereits während der Beta-Phase, kann ich absolut bestätigen, dass dieses Update auf beiden Plattformen eine spürbare Verbesserung mit sich bringt. Wer also aufgrund der negativen Erfahrungen, die er mit dem Microsoft Flight Simulator 2024 Side Release gemacht hat, eine Pause eingelegt hat, dem kann ich zum aktuellen Zeitpunkt, also nach der Installation von SimUpdate 1, einen Neustart absolut empfehlen. Beim ein oder anderen und um auf Nummer sicher zu gehen, bietet sich aufgrund der überschaubaren Installationsgröße eventuell sogar eine komplette Neuinstallation an. Sicherlich werden mit SimUpdate 1 nicht alle Probleme gelöst und an SimUpdate 2 wird bereits gearbeitet. Und ich bin mir auch sehr sicher, SimUpdate 1 wird nicht alle enttäuschten Hobbypilotinnen und Piloten zurück in den Microsoft Flight Simulator 2024 holen. Einige davon hat man sicherlich für immer verloren. Dennoch scheint man sich jetzt hier auf der richtigen Flugroute zu befinden und ausnahmslos alle werden mit SimUpdate 1 nun im Microsoft Flight Simulator 2024 eine bessere Flugerfahrung haben. Hier nochmals der Hinweis, alle Details zu SimUpdate 1 inklusive der Release Notes sind über einen entsprechenden Link hier unten in der Videobeschreibung erreichbar. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video hier einen guten, kompakten Überblick über die neuesten Entwicklungen rund um den Microsoft Flight Simulator geben. Für Ergänzungen und Feedback nutze wie immer sehr gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Däumchen bitte nicht vergessen und damit du auch in Zukunft zum Thema nichts verpasst, hinterlasse zur Unterstützung dieses Kanals auch sehr gerne ein kostenloses Abo. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus.